Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für eine Basmati-Reispfanne mit Garnelen und Tomaten. Dafür bereiten wir zunächst etwas Gemüse vor, eine große Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und dann habe ich hier noch ein kleines Bund Suppengemüse, bestehend aus 2 Möhren, einer kleinen Stange Lauch und einem kleinen Stück Sellerie. Die Möhren schälen, längs in Stifte schneiden und dann fein würfeln, den Lauch in dünne Ringe schneiden und den Sellerie ebenfalls schälen und fein würfeln. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das vorbereitete Gemüse in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 4 bis 5 Minuten darin anbraten. Dann geben wir einen Esslöffel Tomatenmark dazu, das Tomatenmark unterrühren und kurz mit anrösten lassen und danach mit einem guten Schuss Weißwein ablöschen, den Wein unterrühren, komplett verkochen lassen und als nächstes die weiteren Zutaten in die Pfanne geben. 250 Gramm Basmati-Reis, außerdem 2 gehäufte Teelöffel Oregano, einen gehäuften Teelöffel Salz können wir auch schon mal dazu geben und zum Schluss noch 750 Milliliter Wasser dazu gießen. Das Ganze jetzt einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und dann mit geschlossenem Deckel und reduzierter Hitze etwa 12 Minuten sanft köcheln lassen. Währenddessen können wir die restlichen Zutaten vorbereiten. Ich habe hier schon mal 400 Gramm Garnelen bereitgestellt. Außerdem schneide ich noch ca. 400 Gramm kleine Tomaten, je nach Größe in Viertel oder Hälften. Nebenbei die Reispfanne nicht aus den Augen verlieren, immer mal wieder umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Und dann mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis der Reis gar ist und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen hat. Zum Schluss kommen dann Garnelen, Tomaten und auch noch 200 Gramm Tiefkühlerbsen dazu. Alles einmal gut umrühren, mit einer kräftigen Prise Salz und Pfeffer abschmecken und die Garnelen jetzt mit geschlossenem Deckel bei niedriger Hitze in der heißen Pfanne nur noch gar ziehen lassen. Danach sind wir fertig. Die Garnelen-Reispfanne mit Tomaten und Erbsen vom Herd ziehen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.